Ah, sehr witzig. So, wir müssen nach oben. Sollen ja zum Lookout. Noch mehr Flares. Einen Kaffee sehe ich hier auch nicht. Aber wir schauen erstmal. Wir haben hier eine ganze Menge neue. Ich wusste gar nicht, dass ich... Wo habe ich die denn alle gefunden? I stared through the bars of the jail cell. Barry stood behind me, swaying on his feet, looking as ill as I felt. Agent Nightingale stood on the other side of the bars with Sheriff Breaker. Nightingale had a stack of manuscript pages in his hand. He seemed unhinged as he gloated. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. Even behind the closed doors and curtains of his grimy room at the Majestic, the local motel, Nightingale could feel the locals' eyes on him, the unrelenting pressure of their judgment. He forced it out of his mind. For all he knew, they could all be under Wake's spell already. You do what you have to do to get the job done. He took comfort from the bottle in his hand. Please, he thought. Just let me get through this. Also dieser Nightingale, der säuft und denkt, dass die alle unter Alan Wakes Zauber sind und das hatten wir doch schon. Was war das andere? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Das haben wir noch. Tor Anderson laughed and held the steel hammer above his head. Nurse Sinclair was trying to calm him down without success. Tor grinned madly and shouted, "My hammer's up. Here's a friendly poke from Molnir, wench." He brought the hammer down with all his might on Sinclair's head. "We're on a comeback tour, baby." Also irgendein Tor, das war glaube ich der Sohn von irgendwem und eine Nurse Sinclair, also irgendeine Krankenschwester Sinclair, die versucht ihn zu beruhigen und Tor prügelt mit einem Hammer, also einem Mjölnir auf Sinclairs Head ein. Okay, sagt mir, also das Problem ist, die Namen sagen mir jetzt echt gerade gar nichts. Und wo soll ich hin? Da oben hin? Ja, anscheinend ist das noch nicht der Mirror Peak Aussichtspunkt, sondern irgendwas anderes. Gut, wir haben ja noch einen anderen Weg, wir können ja noch runter. Ist ja gut, Alan. Er ist immer so gleich so fertig. Nimm das, ihr Vögel. Another cable car. Just great. Ja, mit Vögeln dabei ist das natürlich wirklich toll. Und wir wissen ja, was beim letzten passiert ist.
Mann, Mann, Mann. Ob ich auch irgendwann da mal ankomme bei dem Mirror Peak? Hm. Yeah. You know what that means. Hallo. Ja, ihr merkt schon, ich werde schon stiller, ne? Das liegt einfach daran, dass dieses Game einen wirklich, ja, ein bisschen schon packt und, ja, mir macht Spaß. Der aktivste, Entschuldigung, in der Welt ist der Cauldron Lake. Cauldron ist, glaube ich, eigentlich so ein Kessel, ne? Ist der Kessel an sich. Ja, der ist in einem vulkanischen Krater, ist der. 1970 gab es die Erdbeben, da waren ja auch die Miner irgendwie von betroffen. Und einer der schönsten Plätze in Bright Falls. Naja, die Brücke sieht schon etwas sicherer aus, obwohl ich persönlich über so einen Scheiß nicht gehen würde. Würden mich keine 10 Pferde rüberbringen. Los. Shit. Das war die Flairgun. Wollte ich gar nicht. Aua. Lass mich in Ruhe. Tschüss. So. Ah! Aua. Wieso? Was? Was man so neben dem Weg findet. Oder vielleicht mussten wir hier auch lang. Ich weiß es nicht. Maud had checked all of Stucky's rental cabins. There had been no sign of the wakes. It was dark when he'd found their car parked at the end of the road by Cauldron Lake. It made no sense. They must have taken a wrong turn. But there was no sign of them, and the car had been there for hours already. Frustrated, Mott stood on the rotten ruin of the footbridge that had once led to Diver's Isle before it sank beneath the waves years ago. The boss wouldn't be happy. Ja, also dieser Mod guckt sich um, überall wo Stuckys Miethäuser sind und hat kein Zeichen von den Wakes gefunden, ist dann irgendwann hat er dann deren geparktes Auto am Cauldron Lake gefunden. Es machte also an der Stelle, wo diese Insel war, und es machte keinen Sinn für ihn, und da war kein Zeichen von denen zu finden, und ja, frustriert steht er dann auf dieser Brücke und ja, weiß nicht weiter. Sein Boss wird verärgert sein. Wir kennen ja auch nicht, wissen ja nicht, wer der Boss ist, oder... Naja, wir wissen schon, wer der Boss ist, aber den meinen wir nicht.
Ja, so macht man das. So kommt man einen Berg hoch. Einfach die Dinger wegtreten. Oh, jetzt sind wir beim alten Herrenhaus. Alles klar. Ein Käffchen. Oh, durch den Keller. Wirklich durch den Keller. Leute. I miss you, Tom. Did you write this? Tom. CW und TZ. Das ist hier die, Thomas Zane und... Oh Gott, wie auch die andere heißt. Ach, die sollen mir Flashbangs geben. Ah, ich wollte es gerade sagen. Ja. Den Kaffee wollen wir natürlich noch mitnehmen. I could see Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. I was close now. I had to get there fast. I dreaded what I would find. Wakes I up tried to in hold the on to lodge. Alice, but her form melted away. I was losing control. Dr. Hartman stood in her place. I wanted to hit him, but my arms were jelly. He smiled. It was a reassuring smile, and I hated him for it. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. Ja, also da wache ich anscheinend bei einem Doktor auf und der sagt mir, ich hätte einen Anfall gehabt und also anscheinend einen psychotischen Anfall und Hey, I'm here! I'm coming! No! Get away! Sorry. Please, lady. The boss didn't know who he was messing with. I didn't know. I
swear I didn't know. We don't have a wife. We don't know where she is. She's probably drowned. Ja, das war Episode 3 und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Episode und damit es jetzt keine Copyright-Mist gibt oder so, sage ich schon mal jetzt bis denn. Und ja, man sieht sich.